In dieser GMM-Serie starten wir mit der Dehnung der Oberarmmuskulatur. Du nimmst deinen Arm hoch und greifst mit dem anderen darunter. Ziehst jetzt deinen Arm zur Brust. Halte diese Dehnung für ca. 30 Sekunden. Du kannst den Arm etwas höher am Oberarm zur Brust ziehen und dehnen oder auch unterhalb des Ellenbogens am Unterarm, so wie es sich für dich angenehmer und sanfter anfühlt. Wiederhole diese sanfte Dehnung jetzt auf der anderen Seite. Denke daran, du kannst am Oberarm oder am Unterarm ranziehen. Lass die Dehnung sanft bleiben. Du spürst die Dehnung in der Oberarmmuskulatur und im Schulterbereich. Jawohl. Strecke jetzt den Arm über den Kopf und lasse den Unterarm nach hinten hängen. Fasse den Ellenbogen mit der anderen Hand und drücke so sanft den Arm nach hinten noch etwas weiter hinunter. Spüre die Dehnung an der Armrückseite und im Schulterblattbereich und halte diese wieder für ca. 30 Sekunden. Wiederhole diese Dehnung jetzt sanft auf der anderen Seite. Mit dieser Dehnung öffnest du jetzt deinen Herzmeridian. Jawohl. Suche jetzt den Punkt Yang Ying. Er liegt in der Mitte der Schulter direkt nach dem Trapezmuskel. Entspanne deine Schulter und akupressiere diesen Punkt sanft mit Mittel- und Ringfinger. Falls du einen Schmerz spürst, lasse ihn zu und atme hinein, tief in deine Brust bis in die Lungenspitzen. Wir akupressieren immer für ca. 15 bis 20 Sekunden. Dann wechsle die Seite und suche ihn auf der anderen Seite. Aktiviere auch dort deinen Yang Ying. Man nennt ihn auch Schulterbrunnen. Er aktiviert unsere Atmung und lindert Kopf- und Schulterschmerzen. Als nächstes aktivieren wir den Punkt Zong Fu. Unterhalb vom Schlüsselbein nach außen finden wir diesen auch in einer Grube und erkennen ihn meist auch wieder am Schmerz, wenn wir ihn drücken. Atme mit entspannten Schultern tief bis in die Lungenspitzen. Wechsle die Seite und akupressiere auch dort für 10 bis 20 Sekunden deinen Zhongfu, unseren Amtssitz der Mitte. Wenn du Probleme hast mit der Punktfindung, dann lade dir meine Anleitung herunter. Den Link findest du unten im Video.
Jetzt beklopfen wir mit einer lockeren Faust unseren Schulterbereich, dann über den Oberarm, außen am Arm hinunter bis zur Hand und dann auf der Innenseite wieder nach oben zurück. Jawohl. Und enden dann noch einmal auf unserem Zhongfu-Punkt. Ja. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite mit einer lockeren Faust außen, zuerst die Schulter, dann am Arm außen und die ganzen Akupressurpunkte hinunter. Oft spürst du auch den einen oder anderen etwas intensiver, kannst du auch einen Moment verweilen drauf. Und auf der Innenseite wieder hoch, öffnen jetzt unseren ganzen Oberkörper, unseren Herzbereich damit und enden wieder an unserem Zhongfu-Punkt. Dann klopfen wir noch einmal kurz unsere Thymusdrüse und haben dann außer der Atmung auch gleich noch unser Immunsystem gestärkt. Jawohl. Wir kommen jetzt zum unteren Körperbereich und dehnen unseren Hüftbeuger. Stütze dich dazu mit beiden Händen am Oberschenkel ab und achte darauf, dass dein Knie senkrecht über deiner Ferse sich befindet. Halte den Oberkörper möglichst gerade und spüre die Dehnung in der Leistengegend. Diese Dehnung ziehen wir wieder für ca. 30 Sekunden durch. Jawohl, und wir drehen uns zur anderen Seite und wiederholen dann diese Dehnung unseres Hüftbeugers noch einmal. Circa 30 Sekunden. Jawohl. So, lass uns jetzt auch den Oberschenkel dehnen, indem du deinen Fuß mit deiner Hand nach hinten in Po-Höhe ziehst. Und hierbei ist es gar nicht so wichtig, dass der Fuß jetzt bis zum Po gedrückt wird, sondern viel wichtiger ist, dass du mit der Hüfte versuchst, mit der Hüfte des gebeugten Beines, einen leichten Zug nach vorne zu machen. Insgesamt halten wir die Dehnung wieder ca. 30 Sekunden. Und wir wechseln zur anderen Seite. Spüre die Dehnung in deinem Oberschenkelbereich. Achte darauf, dass du immer ein bisschen mit deinem Hüftbereich nach vorne ziehst. Also du musst nicht den Fuß jetzt bis zum Po, sondern die Hüfte ein bisschen nach vorne ziehen. Spür die Dehnung im Oberschenkel. Sehr schön. Wir gehen jetzt mit zusammengestellten Füßen leicht in die Knie und beugen uns nach vorne. Dabei legen wir unsere Hände auf die Kniescheiben und kreisen jetzt 10 Mal zu einer Seite unsere Knie. Lasse deine Atmung dabei möglichst entspannt fließen und lasse dann aus dieser Position heraus auch die andere Seite 10 Mal kreisen. Halte deine Hände locker auf den Kniescheiben. Dann lass dich einfach nach unten aushängen und komme sanft Wirbel für Wirbel wieder nach oben.
Jetzt wiederholen wir die Kreise auch mit unserer Hüfte, jeweils 10 Mal zu jeder Seite. Nehme dabei die Öffnung und die Dehnung der Hüfte und des Beckens und des unteren Rückens wahr. Jawohl, wir lassen jetzt in einem lockeren Stand unseren Kopf zur linken Seite fallen und mit dem rechten Arm strecken wir jetzt über den Kopf hinweg uns nach unten, so weit wie möglich zur Seite. Atme dabei jetzt in den gedehnten, in dem Fall in den rechten Brust- und Schulterbereich und spüre, wie deine rechte Seite gedehnt wird. Diese Dehnung halten wir für ca. 20 Sekunden und wechseln zur anderen Seite und auch hier nochmal 20 Sekunden. Spüre diese Dehnung in deinem Seitenbereich. Brust und Schulter. Jawohl. Nehme jetzt deine Hände im rechten Winkel hoch und drücke beide Arme wie gegen einen Widerstand nach hinten. Spüre die Dehnung in der großen Brustmuskulatur und halte jetzt diese Dehnung für ca. 30 Sekunden, während du locker weiter ein- und ausatmest. Dann führe beide Arme und Ellenbogen vor deiner Brust zusammen und stelle dir vor, wie du mit den Unterarmen und Ellenbogen gegen einen Widerstand drückst. Du stärkst damit noch einmal deine Brustmuskulatur. Wir lockern uns dann wieder und beklopfen jetzt 49 Mal den Rückenbereich. Dann öffne deine Arme weit, als ob du einen riesengroßen Chi-Ball halten würdest und stelle dir vor, wie du diesen wie eine Seifenblase formen kannst. Du öffnest die Arme diagonal mit deinem Chi-Ball und atmest ein und atmest wieder aus und komprimierst jetzt deinen Chi-Ball. Und mit der nächsten Einatmung ziehst du ihn wieder lang, spür das Chi zwischen deinen Armen und Handflächen und komprimier ihn wieder. Jawohl. Und dann wieder zur anderen Seite öffnen und einatmen und wieder komprimieren und ausatmen. Jawohl. Wieder einatmen. Wir machen jede Seite 3-mal. Und spüre auch die verdichtete Energie, wenn du komprimierst zwischen deinen Händen. Bleibe bei deiner Aufmerksamkeit bei dieser Energie zwischen deinen Händen. Spüre, wie die Energie über deine Arme bis in deine Hände fließt. Und fühle dein Chi-Ball. Lasse jetzt langsam deine Arme nach unten sinken. Nimm dein Chi-Ball mit nach unten.
Lasse ihn los, ganz sanft nach unten gleiten und richte deine Handflächen zu deinem unteren Dantian, zu deinem Unterbauch. Lass noch einen Moment Energie in deinen Unterbauch fließen aus deinen Handflächen. Spüre in deinen Körper und spüre dein Qi im Körper. Jawohl, dann sammle noch einmal frisches Qi von den Seiten ein mit deinen Händen und beende mit mir diese Qi MM-Serie für einen energievollen Tag.